Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Während ihr das Video seht, startet bereits jetzt in diesem Augenblick der EU21 Server. Und falls jemand von euch dort drauf spielen sollte, für diejenigen habe ich natürlich auch mal wieder einen Code parat. Und zwar lautet dieser Dorza-EU21. Den könnt ihr sehr gerne auf dem Server einlösen. Der gibt euch mal wieder ein 50% Mount, ja, dann ein Flügeltrank und 100 Lucky Coins direkt zum Start des Serverstarts. Könnt ihr nur einlösen bis Stufe 20. Wenn ihr da drüber seid, verfällt der Code, dann ist er nicht mehr einlösbar. Also bis dahin habt ihr Zeit, diesen Code einzulösen. Und ja, da wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei und viel Erfolg auf jeden Fall. Ja? Den Code könnt ihr wie immer natürlich hier oben bei Coupon einlösen und dann hier einfach Dorza EU21 und dann ist das Ding ja schon gebongt. Und natürlich könnt ihr auch sehr gerne hier wie immer eine Rundmail schreiben, hier über neue Nachricht an Gilde und dann Code und dann hat gleich die komplette Gilde den Code. Ja, deswegen vielen Dank für die Leute, die das machen sollten. Und genau, so sieht das Ganze aus. Ja, ansonsten, es sind ja jetzt viele News rausgekommen die letzten Tage. Wir sind übrigens auch jetzt in dem Moment wahrscheinlich gerade live auf Twitch, ne? Also es wird heute auch einen Stream geben. Ich weiß noch nicht wie lange, aber wir werden auf jeden Fall den Serverstart mitnehmen, so viel steht fest. Ne? Also wir sind heute auch live. Genau, das wollte ich auch noch mal ganz kurz loswerden, bevor wir hier in die Thematik reingehen. Und zwar ja, hatten wir ja jetzt schon die vergangenen Tage gesehen, dass jetzt Shakes and Fidget so eine Art Roadmap gestaltet hat und dort wurde auch schon der Pestdoktor angekündigt und ja, dass er halt eben diesen Monat auch erscheinen wird, beziehungsweise erst die erste Beta rauskommen wird. Jetzt haben wir noch mal genauere Details zum Pestdoktor, was er halt eben so macht und was er kann, ne? Und ja, das gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. In der kommenden Woche werden wir eine Closed Beta durchführen, um die neue Klasse, den Pestdoktor, vorzustellen und zu bewerten. Während der ersten Tests ist unser Hauptziel zu beurteilen, ob die Fähigkeiten des Pestdoktors den Erwartungen der Spieler entsprechen und wie viel Spaß es macht, die Klasse zu spielen. Darüber hinaus wollen wir feststellen, ob die Klasse gut ausbalanciert ist und sich nahtlos ins Spiel einfügt. Genau, dann haben wir noch ein paar Infos zum Pestdoktor. Einmal hier, die Pestdoktoren haben eine 55%ige Chance, eine von 3 giftigen Tinkturen auf einen Gegner zu werfen. Ja, wir sind ja schon ein bisschen im Livestream drauf eingegangen, weil wir ja auch die Infos hatten, wie der Pestdoktor so grob funktioniert. Vorausgesetzt, der Gegner ist noch nicht vergiftet, die geworfene Flasche kann geblockt oder ausgewichen werden, aber der Schaden über Zeiteffekt der Tinktur kann nicht vermieden werden. Bei Aufprall fügt die Flasche dem Gegner sofortigen Schaden zu, während die Tinktur über eine bestimmte Anzahl von Runden fortlaufenden Schaden verursacht. Zu Beginn jeder Runde erleiden vergiftete Gegner zusätzlichen Schaden durch die aktive Tinktur, bevor der Angriff des Pestdoktors erfolgt. Ja, das war ja schon klar, dass der Pestdoktor so eine Art Dot-Schaden machen wird und ja, ich hatte zuerst gedacht, bevor der Pestdoktor rauskommt, dass, ja, dass der Pestdoktor nur eine Potion wirft, die hat eine Chance zu treffen oder halt eben geworfen zu werden überhaupt und dann kann die halt eben gedodged oder geblockt werden oder so, ne? Und wenn er die einmal geworfen hat, ja, dann kriegt der Gegner halt so einen Giftschaden, so, ne? Es hat sich halt eben herausgestellt, dass der Pestdoktor nochmal in sich ein bisschen komplexer ist, was eben die Fähigkeiten anbelangt und ja, das werden wir dann auch nachher in der Beta dann auch sehen. Die Dauer, der Schaden und die Ausweichwahrscheinlichkeit jeder Tinktur variiert je nach verwendetem Typ. Wenn jedoch ein Pestdoktor besiegt wird, wird der Effekt der Tinktur auf seinen Gegner sofort aufgehoben. Okay. Und hier haben wir dann nochmal die Closed Beta, findet am 9. bis zum 16. Juli statt, ne? Und da haben wir dann auch noch Zeit, die Klasse ein wenig zu testen. Genau, und um euch die Chance zu geben, an der Closed Beta teilzunehmen, werden wir am 9. Juli um 10 Uhr einen Zugangscode per Ingame-Nachricht verteilen, der bis zu 2500 Registrierungen erlaubt. Ne? Genau, wir werden dann natürlich auch reingehen, ist ja ganz klar, wie Kloßbrühe, da werden wir das Ding natürlich zocken, testen, Videos, Streams zu machen, weil der Pestdoktor ist für mich persönlich wirklich ein Kandidat, wo ich sagen würde, okay,
der hätte das Potenzial auf eine Langzeitklasse für mich persönlich. Ich bin ja noch ein bisschen auf der Suche nach nach einer neuen Klasse für mich, die ich halt auf EU50 spielen werde. Das ist ja dann so mein Server, wo ich dann nochmal ein letztes Mal richtig ausrasten will. Und ja, die bestehenden Klassen sprechen mich zwar schon an, also zumindest der Paladin und der Nekromant, das wären so Klassen, okay, wenn jetzt gar nichts rauskommt, was mir bis dahin gefällt, dann würde ich wahrscheinlich eine von den beiden Klassen nehmen, so, ne? Aber ja, der Pestdoktor ist jetzt halt eben so das Ding, wo ich sage, okay, von dem Konzept her, wie die Klasse aufgebaut ist und wie sie mir gefällt und was die so macht, ist das eine Klasse, die für mich wirklich in Frage kommt, mal Langzeit zu spielen. Und vor allen Dingen ist halt, ja, also ich habe halt eine Magierklasse und zwei, ja, Stärkeklassen so. Ich habe aber noch keine einzige Geschickklasse, die ich halt auf Langzeit spiele. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Geschick vielleicht das Attribut ist, was mir so am wenigsten zusagt. Allerdings, ja, würde ich das trotzdem nochmal irgendwie auf lange Sicht gesehen in meine Klassen, ja, Aufteilung mit aufnehmen, die ich halt eben Langzeit spiele, und deswegen ist der Pestdoktor nochmal ein bisschen interessanter aufgrund seines Attributs, ne? Ja, deswegen mal gucken, ich bin gespannt, wie er wird. So, was ich vom ersten Eindruck, was ich gesehen hatte, was uns bei Playa gezeigt worden ist, gefällt mir das auch schon mal optisch sehr gut, also zumindest auch so von der Animation her und wie das Ganze gestaltet ist, sieht das schon wirklich sehr vielversprechend aus. Es wird natürlich wieder so eine Random-Klasse werden. Da kann man nichts gegen machen so. Die wird auch verdammt stark werden, die Klasse. Es ist halt wieder eine Geschickklasse, die ja, wahrscheinlich ziemlich ausrasten wird in den Dungeons und so. Gehe ich mal von aus, so zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen am ehesten vergleichbar mit dem Nekromant. Weil der Nekromant hat ja auch eine 50% Chance, einen von 3 Spells zu casten. Der Pestdoktor hat eine 55%ige Chance, eine von 3 Potions auf den Gegner zu werfen. Und je nachdem, welcher Effekt denn da halt eben auf dem Gegner landet, hat man halt eben dadurch gesehen halt eben die jeweiligen Vorteile. Und ja, das macht es dann so ein bisschen für mich vergleichbar halt eben mit dem Nekromant in einer gewissen Art und Weise, weil man halt eben auch eine 1:3 Chance hat, eben einen bestimmten Spell zu casten und halt eben fast identisch ist, überhaupt einen von den 3 Spells zu casten. Ja, also Nekromant 50%, Pestdoktor 55% Chance, dass er eine Potion halt eben rüberwirft, und beim Nekro 50% Chance, dass er einen von 3 Spells castet, so, ne? Und ja, das mit dem Attribut Geschick gemixt ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und wird wahrscheinlich halt eben ziemlich für Aufsehen sorgen, denke ich mal, ne? Deswegen, ja, also wird die Klasse sehr, sehr interessant werden, auch für mich persönlich. Ja, ich werde die Klasse natürlich nicht Langzeit spielen, wenn sie direkt released wird, weil auf Release-Servern spiele ich generell nicht so gerne, weil man halt eben meistens immer nur dieses ein und dieselbe Klasse faced. Das ist für mich dann nicht so interessant. Da würde ich dann eher sogar noch mit dem Gedanken spielen, wenn ein neuer Server mit einer neuen Klasse rauskommt, dass ich die neue Klasse auf einem alten Server in einer alten Gilde spiele. Das würde für mich, das wäre für mich mehr ansprechend, als auf einem neuen Server zu spielen, wo halt eben, ja, gefühlt 80% ein und dieselbe Klasse spielt. So, da habe ich persönlich nicht so wirklich Lust drauf, und deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen werde ich auch warten bis EU50. Ja, bis dahin kommen natürlich noch 2 andere Klassen wahrscheinlich raus. Ja, und dann wird sich das Blatt sowieso nochmal neu gewendet haben, aber ja, dann ist vielleicht der Pestdoktor vielleicht nicht mehr so in aller Munde, ne? Deswegen, genau, so momentan meine Gedanken dazu. Ja, Freunde, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit der Klasse aussieht, und werde definitiv da auch zu Videos und Streams machen und das Ganze mal eben so ein bisschen testen, und ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Ist, wie gesagt, ein potenzieller Kandidat für mich persönlich auf eine neue Langzeitklasse, dann später irgendwann.
ja, neben meinen 3, die ich jetzt momentan habe. Ich sage euch ehrlich, die 3, die reichen mir mehr als genug so, ne? Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für die Klassen, sag ich mal, dass ich dann halt eben noch eine zusätzlich aufnehmen kann. Momentan ist es sowieso eher ein bisschen schwierig bei mir, da noch eine zusätzliche Klasse aufzunehmen in mein Repertoire. Ne? EU19 werden wir jetzt auch bald beenden, EU20. Mal gucken, wie lange wir da noch drauf bleiben. Sind halt eben Server, die sind so ein bisschen lazy gespielt, ne? Aber die 3, die sind natürlich tryhard und daneben soll sich eventuell auch dann der Pestdoktor mit einreihen. Ne? Aber mal gucken, wie es aussieht. Alles klar, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns heute vielleicht auf Twitch. Falls ihr Zeit habt, kommt vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns wieder. Gibt natürlich auch heute wieder neue Droplets. Ne? Am Freitag gibt es neue Droplets zu holen. Deswegen vorbeischauen lohnt sich, würde ich sagen. Ja, dann soweit. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.